Ich habe mir letztes Jahr einen großen Traum verwirklicht. Der Plan, Afrika mit eigenen Augen zu sehen. Dafür habe ich mir in Südafrika ein Auto gekauft und bin einfach Richtung Deutschland losgefahren. Was ich in den 22 Ländern alles erlebt habe, seht ihr hier. Alter, wow, Scheiße! Es ist Tag 148 auf dem afrikanischen Kontinent. Ich bin nach großer Mühe endlich nach Angola eingereist. Die erste Nacht konnte ich direkt unter einem gigantischen Baobab-Baum oder auch Affenbrotbaum schlafen, die hier überall zu sehen sind. Zufällig habe ich von einem Einheimischen erfahren, dass dieser Baum in der Gegend heilig ist. Hier pilgern jedes Jahr viele Menschen hin und feiern ein großes Fest. Das Land ist mit 1247 Millionen Quadratkilometer ca. 3,5 mal so groß wie Deutschland und hatte laut einer Schätzung im Jahr 2022 35,6 Millionen Einwohner. Auch hier ist, wie in eigentlich fast allen Ländern Afrikas, das Bevölkerungswachstum stark steigend. Die Landeshauptstadt ist das am Atlantik gelegene Luanda, in der etwa 2,66 Millionen Einheimische leben. Die Geschichte Angolas reicht bis ins erste Jahrtausend zurück, als das mächtige Königreich Kongo hier blühte. Im 16. Jahrhundert begannen die Portugiesen nach und nach Handelsposten zu errichten und dann ab dem Anfang des 19. Jahrhunderts Angola zu kolonialisieren. Da die Kolonialisierung überall starke Spuren hinterlassen hat, ist auch heute noch die offizielle Amtssprache Portugiesisch. 1961 begannen die Kämpfe für die Unabhängigkeit Angolas. Eine Revolution und ein Umsturz in Portugal löste bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen den Befreiungsbewegungen aus, die stark von den USA und die Demokratische Republik Kongo, Südafrika, die Sowjetunion und Kuba beeinflusst wurden. Die von der Sowjetunion und Kuba unterstützte MPLA-Bewegung gewann diese und rief 1975 schließlich die Unabhängigkeit aus. Damit war der Krieg jedoch nicht beendet und die Bewegungen kämpften in einem blutigen Bürgerkrieg bis 2002 um die Macht im Land. Dieser Krieg hinterließ tiefe Spuren im Land und der Menschen. Auch heute noch sind sehr viele Landminen vergraben. Bis heute ist die MPLA an der Macht und Wikipedia bezeichnet das Ganze heute als autoritäre Präsidialdemokratie. Obwohl Angola nach Südafrika und Nigeria mit großen Öl- und Diamantenvorkommen als drittgrößte Volkswirtschaft von Subsahara-Afrika gilt, ist das Vermögen sehr ungleich verteilt. Und der Großteil der Bevölkerung hat davon überhaupt nichts und lebt in großer Armut. Nur etwa 30% der Bevölkerung hat Zugang zu grundlegender medizinischer Versorgung und nur 40% haben Zugang zu ausreichend reinem Trinkwasser, sodass heutzutage immer noch Tausende jedes Jahr an Durchfallerkrankungen und leicht zu behandelnden Krankheiten sterben. Von der Bevölkerung über 18 verfügen fast 50% über keinen Schulabschluss. Und die allgemeine Lebenserwartung liegt bei durchschnittlich 61,5 Jahren. Zum Vergleich, der Durchschnittsdeutsche hat eine Lebenserwartung von 80,75 Jahren. Auch wenn alle Statistiken einen positiven Trend in Angola aufzeigen, so ist für mich trotzdem super krass zu hören, dass dort immer noch zwischen 70 bis 150 von 1000 Kindern vor Erreichen des 5. Lebensjahres sterben. Auch wenn diese Realität Angolas vieles überschattet, so bietet das Land auch sehr viel Schönes. Es bietet spektakuläre Wasserfälle, unberührte Strände, Ausläufer der Nami-Wüste, sehr viel tropischen Regenwald und natürlich trotz der erschreckenden Fakten allzeit optimistische Menschen. Ich bin gespannt. Oh shit. Alter. Fuck, da war ein Wespennest.
Also ich fahre hier gerade einfach auf so einer stinknormalen Nebenstraße und plötzlich sehe ich einfach neben mir bestimmt 25 alte Panzer, die hier einfach noch rumliegen. Die hat keiner aufgeräumt seit dem Bürgerkrieg. In dem Krieg sind extrem viele Menschen umgekommen und der Bürgerkrieg hat ewig lang angehalten. Ich glaube, bis zu 500.000 Menschen sind da gestorben. Aber ich werde die nächsten Tage noch mehr darüber erfahren und mal vielleicht noch ein Museum besuchen oder so. Mich würde schon interessieren. Aber schon krass, dass man die einfach hier noch so einfach liegen sieht. Ich meine, ich fahre hier einfach so stinknormal zwischen so Hütten rum. Alter, ich habe gerade getankt und ich dachte so, hey, jetzt hat er safe einen Fehler gemacht. Ich habe einfach 110 Liter Diesel für 30 € reingetankt. Fuck, wie geil ist das denn? Das ist richtig, richtig cool, vor allem nach Südafrika, Botswana, Namibia, wo es überall fast so viel wie bei uns kostet. Geile Scheiße, ey. In Lubango bleibe ich ein paar Tage. Hier kann ich einige Dinge organisieren und plane meine weitere Route. Es ist schon krass, viele, die mir von zu Hause schreiben, denken, ich mache hier Urlaub. Aber mit Urlaub hat eine Reise überhaupt nichts zu tun, das kann ich euch garantieren. Jeden Tag gibt es Dinge zu organisieren. Oft sind es Kleinigkeiten, es passieren unerwartete Dinge, man sucht einen Kopiershop, um Dokumente für das nächste Visum zu organisieren oder verbringt Stunden, um einen geeigneten Schlafplatz zu finden, an dem man sich sicher fühlt. Auch Google Maps funktioniert hier nicht besonders gut und wenn man die Sprache der Einheimischen nicht spricht, wird jedes um Hilfe fragen mit Google Translate zu einer echten Herausforderung. Viele können eben hier auch nicht lesen. Da ich alleine bin und keine Entscheidung an jemand anderes abgeben kann und nebenbei das Ganze für euch auch noch zu dokumentieren versuche, bleibt oft die nötige Erholung auf der Strecke. Ehrlich gesagt, ich fühle mich gerade etwas ausgebrannt. Seit Start meiner Reise hatte ich vielleicht 5 volle Tage, an denen ich mehr als eine Nacht an einem Ort verbracht habe. Ich gebe mir einfach nicht genügend Zeit, die vielen Eindrücke zu verarbeiten und als ich gerade so darüber reflektiere, höre ich etwas. Cantando viverei, se Deus protege as aves, cuidará de mim também. Tambien. Wow. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die gesungen haben, aber ich fühle mich gleich sehr, sehr viel erholter. So, ich bin jetzt hier beim Tundawala Gap, also ich bin jetzt hier hochgefahren auf den Pass und plötzlich kommt man an so eine Aussichtsstelle, wo man einfach ewig weit in das Landesinnere reinschauen kann. Sieht richtig geil aus, da geht es plötzlich dann 300-400 Meter runter. Die Leute gucken mich an, aber es ist einfach nur geil. Ohne Plan einfach irgendwo entlang zu laufen, durch irgendwelche Dörfer, durch an Häusern vorbei.
Yeah! Oh, oh. Oh, oh, oh. Whoa. So this is the goal. Whoa. Okay, I'm leaving. Bye bye. Alter, sieht das krass aus. Ja. Ja. Stopp. Ja. Komm. Alter, was geht denn ab hier? Land Cruiser, Land Cruiser, Land Cruiser, Land Cruiser. Sogar zwei gleiche Modelle wie meiner. Bei so einer Aktion sind die Afrikaner immer richtige Opportunisten. Blockiert etwas die Straße, bauen die Einheimischen schnell eine Alternative, die dann natürlich Geld kostet. Ich verlasse das grüne Hochland Angolas und fahre wieder Richtung Meer. Sofort ist es gefühlt 20 Grad heißer und extrem trocken. So, ich bin jetzt wieder mal in der Namib-Wüste angekommen. Ey, die Gegend hat sich komplett verändert, als ich den Pass runtergefahren bin. Auf der anderen Seite war einfach alles grün, überall Bäume, Büsche und plötzlich bin ich wieder in einer kompletten Steinwüste. Also völlig krass. Da unten bauen die Leute einfach mitten in dieser Wüste Zeug an und es ist ein bisschen grün, da muss irgendwo Wasser sein. Ich bin jetzt noch 20 Kilometer vom Meer entfernt, von dem Städtchen Namib. Und da gibt es dann auch wieder Sanddünen und so, soweit ich weiß. Aber ich habe jetzt nicht so viel recherchiert, also ich lasse mich auch ein bisschen überraschen. Bin gespannt, ich werde heute Nacht auf jeden Fall gucken, dass ich am Meer penne. Hab mal echt Bock, surfen zu gehen und nicht nur das Surfboard mit mir rumzufahren. You can make it, you can make it. Alter. Alter, ist das wild. Ich bin hier mitten in dem Schiffswrack, aber hier ist halt alles mega verrostet und ich weiß nicht, ob gleich der Boden einbricht.
Oh no! Oh no! I destroyed my bed. Uh-oh. It doesn't look so good. Nice! From here you can jump. You don't understand the word, do you? Habe ich mal wieder die besten Schuhe an für so eine Aktion. What's your name? What's your name? La. Name? Na. Name? Florian. Ja. And you? Ja. I'm Florian. And you? Ja. Ah, there's the engine. Yes! Be careful, be careful. Natürlich müssen gleich wieder korrupte Cops auftauchen, die ihre Chance wittern, den Gringo auszunehmen. Inzwischen bin ich bei sowas total entspannt und stelle mich einfach dumm, bis sie die Lust verlieren und aufgeben. Auf meiner Rückreise werde ich mir vermutlich noch die eine oder andere Strategie überlegen müssen, da das einfach wirklich täglich vorkommt. Nice! You wanna see? Ai, là vui. Hola. Goodbye, goodbye. Thank you. Can you say your names? Para Arcelia. Arcelia. Celia. And? Whose name? Whose name? And you? Abigail. Apideo. No, Apideo? And you? Alcidia. Alcidia. You can take it. How many kids do you have? 7! Big. Whoa! Good morning. Good I morning. don't understand. So what's your age? 7. 7. Bye bye. Und als ich dann noch die Drohne ausgepackt habe, ist es dann komplett eskaliert mit den Kids. Tana ya mama
So, ich bin jetzt wieder unterwegs. Ich meine, der Platz, an dem ich gestern Nacht stand, der war echt richtig geil. Wenn mich der Besitzer nicht öfter in Ruhe gelassen hätte, hätte ich gesagt, ich bleibe jetzt noch mal eine Nacht, weil der Typ, der kam ständig her. Ey, gestern Abend, ich saß in der Hängematte, ich wollte einfach nur noch ein Buch lesen, wollte meine Ruhe haben. Und der kommt her und der weiß ganz genau, dass ich ihn nicht verstehe, dass ich kein Portugiesisch spreche. Das habe ich ihm mehrfach zu verstehen gegeben. Und trotzdem hat er eine Stunde, saß da neben mir oder ist neben mir gestanden und hat mir irgendwas erzählt. Und hat nebenher ein bisschen gestikuliert, aber halt irgendwie so gestikuliert, dass ich es trotzdem nicht verstanden habe. Irgendwann war es mir dann zu blöd, dann bin ich einfach um 7 schon ins Bett gegangen. Da konnte er mir wenigstens nicht folgen. Und heute Morgen kam er wieder her und hat irgendwie ewig... Ich meine, der Typ war echt freundlich und alles, sage ich gar nichts, aber hat halt einfach genervt und hat nicht gewusst, wann es einfach reicht. Wie krass es hier eigentlich ist. Ich meine, da drüben ist Meer. Ich bin jetzt circa 1 Kilometer weggefahren von dem Playa da Pipas, wo ich gestern Nacht gepennt habe. Und ich bin einfach mitten in der Wüste. Also die Wüste ist genau hier. Also eigentlich sind wir mittendrin. Völlig irre. Das hat gestern überhaupt nicht so gewirkt, als wäre ich in der Wüste. Ich meine, gut, das ist ein ausgetrocknetes Flussbett, wo aber trotzdem die Bäume eben noch, das Wurzelwerk der Bäume Feuchtigkeit bekommen und dadurch eben Grünpflanzen wachsen. Aber ansonsten ist es eine richtige kleine Oase da drüben und hier ist wieder gar nichts. Also krass, echt verrückt. Boah, ich habe hier so einen geilen Spot entdeckt. Da oben ist die Hauptstraße. Ich bin jetzt einfach ein Stück runtergefahren, Offroad. Und ey, ich bin jetzt an so einer geilen Kiste. Alles roter Fels, roter Sand. Klar, Strand unten nicht, aber hier überall. Und hier komplett entlang einfach eine riesen Klippe, wo ich vielleicht noch paragliden kann. Ey, geil. Hier bleibe ich auf jeden Fall die heutige Nacht. An Müll habe ich mich hier auf der Reise schon sehr gewöhnt. Doch das sprengt nochmal alles. Eine Müllfläche direkt neben der Straße, die kilometerlang ist und überall brennt. Ein wirklich widerlich stinkender Ort, an dem man nur froh sein kann, schnell vorbei zu sein. Und dann sehe ich Menschen, die hier noch nach irgendwelchen verwertbaren Ressourcen suchen. Ich kann es nicht fassen, dass Menschen sich direkt an das rauchende Müllfeld Hütten gebaut haben, in denen sie leben. Oder eher überleben. Für wie lange, wenn man jeden Tag diese ekelhafte Luft atmet, ist eher die Frage. Wie verzweifelt muss man sein, um sein eigenes Kind hier aufwachsen zu lassen? Entweder man weiß es einfach nicht besser oder sieht einfach keine andere Chance anderswo. Echt crazy. Hier einfach aus dem Krieg noch gestrandet und hat halt keiner weggeräumt.
das im Bürgerkrieg hier aktiv war, dann ist das nicht älter wie 25 Jahre hier. Krasses Ding. Richtig heftiges Ding. Wow. Boah, das ist genau meins, ey. Ich liebe so Zeug zu entdecken. Kann man richtig exploren gehen. Wenn ich hier in irgendein Loch reinfall, wäre nicht so geil. Ah, da drüben wäre Licht. Soll ich da rüber klettern? Ich weiß es nicht. Nee. Schlafplatz direkt hier bei so einer eingefallenen Super-Villa, wo einfach keine Sau mehr ist. Ich frage mich echt, wieso die Einheimischen hier nicht hinziehen. Das ist eigentlich eine ziemlich geile Villa. Natürlich voll die Produkte mittlerweile. Keine Ahnung, was das früher war, wer hier gewohnt hat. Mit einer perfekten Aussicht aufs Meer, der Radstrand, das gehört alles noch dazu. Wow, fuck, mir stehen die Schweißperlen an der Stirn. Maps.me hat's mal wieder geschafft. Danke Maps.me für die geile Abkürzung mitten durch den zentralen Stadtmarkt hier. Boah, fix und fertig, hey. Ich bin gerade 20 Minuten einfach komplett mitten durch den Markt gefahren. Überall Leute, überall kamen sie rein auf der Seite, haben reingeschrien, haben reingeguckt. Boah. Ich bin gerade echt 10-mal wirklich knapp einem Unfall entgangen. Puh. Aber danke Maps.me, ich meine, ohne dich hätte ich das nie gesehen. Boah, war geil. Jetzt habe ich noch Kohle gekauft. Krass, Mann, krass. Vor allem die Leute juckt's halt einfach auch nicht. Du fährst mittendurch komplett 10 cm an ihren Kindern vorbei und die juckt's nicht. Die stehen daneben so, laufen weiter, als wäre es das Normalste auf der Welt. Nebendran fahren dann noch Motorradfahrer unterm Schirm durch. Völlig entspannt, völlig normal. Also ich bin normalerweise im Stadtverkehr einigermaßen entspannt mittlerweile. Aber das war jetzt gerade echt anstrengend. Ich glaube, ich habe jetzt gerade 5000 Kalorien verbrannt. Darauf erstmal ein Bananenbrot, hey. Puh.
Geil. Bananenbrot. Boah, ich will gerade einfach nur noch raus aus der Scheißstadt. Aber die nimmt kein Ende, das Lobito. Noch keine 5 Minuten hier und schon habe ich wieder neue Freunde gefunden. Não sei. Vou te dar chamada. Eu tô olhando na câmera. Ich fahre etwas weiter entlang dieses wunderschönen Flusses. Nach zuletzt viel Zeit in sehr trockenen Gebieten fühlt sich dieses Tal wie das Paradies an. Endlich kann ich mal ein richtiges Bad nehmen. Man muss dabei nur aufpassen, dass kein Krokodil in der Nähe chillt und gerade Hunger hat. Ich wollte mich gerade einfach nur neben der Straße ein bisschen ausruhen, bin hier hochgefahren und habe einfach das Loch völlig übersehen. Hey, da ist sicher 1,5 Meter tief das Loch und bin einfach mitten drüber gefahren. Ich habe keine Ahnung, wieso ich da jetzt nicht feststecke, aber ich habe es auf jeden Fall geschafft rauszukommen. Fuck, hey. So, ich habe jetzt gerade 2 Möglichkeiten und ich bin mir nicht ganz sicher, was ich machen soll. Ich meine, entweder bleibe ich einfach hier oben, wo ich gerade bin. Die heutige Nacht ist auch ein brutaler Platz hier mit Rundumsicht aufs Meer. Oder ich fahre jetzt die Straße da drüben runter, komme da unten in das Dorf und fahre auf dem Strand komplett davor. Und vielleicht finde ich sogar noch ein paar geile Wellen zum Surfen. Weil wie gesagt, ich meine, bisher fahre ich das Surfboard einfach nur durch die Gegend. Ich hätte jetzt mal langsam echt Bock. Von hier oben sieht es aus, als wären da ein paar ganz geile Wellen, die ich nehmen könnte. Geil!
Es hat geklappt, Mann. Die Straße war wild und wenn es hier zu regnen anfangen sollte, komme ich auf keinen Fall wieder hoch. Aber ich bin hier. Boah, ich glaube, das ist seit meiner kompletten Reise der allergeilste Ort. Ich meine, ich habe nicht viel erwartet. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass ich wirklich runterkomme zum Strand. Dann bin ich einfach durch das Dorf gefahren, habe kurz mit den Leuten gestikuliert. Und die haben gesagt, ja, geh nur ruhig auf den Strand. Dann war es noch eine Straße runter, die es wirklich in sich hatte, weil die meisten da kein Auto haben und nur mit dem Motorrad rumfahren. Und plötzlich war ich auf dem Strand, bin komplett bis zum Ende gefahren und habe jetzt hier mein eigenes kleines Paradies, sagen wir mal so. Sieht das geil aus, oder? Krass. Und hier kann ich einfach mehrere Buchten entlang laufen. Brutal, ey, brutal. Manchmal lohnt es sich doch, sich die Mühe zu machen, selber einen Platz zu suchen, auch wenn ich heute bestimmt 1,5 Stunden hin und her gefahren bin, mehrere kleine Straßen reingefahren bin. Ab und zu lohnt es sich wirklich. Ich meine, es ist Arbeit und wenn man mit mehreren reist, oft das Streitthema Nummer 1. Pennen wir jetzt hier an dem Spot oder fahren wir weiter, aber dadurch, dass ich allein unterwegs bin, kann ich ganz gechillt entscheiden, hier bleibe ich nicht, ich fahre noch mal ein Stück weiter. Aber trotzdem ist es manchmal gar nicht so einfach, den Platz zu finden, der den Ansprüchen genügt. Aber ich meine, wenn es der nicht tut, dann glaubt gar keiner auf dieser Reise. Ich bin gerade echt happy, den gefunden zu haben. Die kommenden 2 Tage lasse ich ganz entspannt meine Eier baumeln und reflektiere die bisherige Reise. Ich genieße die Ruhe, das Meeresrauschen und die Abgeschiedenheit. Auch wenn man das vielleicht nicht immer in diesen Videos sieht. Sobald ich abends irgendwo hinkomme, ist Halligalli. Ruhe gibt es dann keine mehr. Spätestens 5 Minuten nach meiner Ankunft werde ich von neugierigen Einheimischen umzingelt und beobachtet. Auch wenn ich hier bin, um Afrika in seiner Vielfalt besser zu verstehen, so erfahre ich oft gar nicht mehr von ihm, da die Sprachbarriere einfach zu groß ist und ich selbst mit Google Translate bei der hohen Rate an Analphabeten einfach nicht weiterkomme. Und dann finde ich es einfach enorm kräftezehrend, dass die Einheimischen stundenlang jede Handbewegung von mir beobachten, ohne zu erkennen, wann es mir zu viel ist.